Herzlich willkommen zu unserer heutigen Analyse. Wir tauchen heute mal tief ein in das taktische Denken im Tischtennis. Und zwar ganz speziell für euch, also für Vereins- und Hobbyspieler hier in Deutschland. Wir haben dazu Material von einem echten Weltklasse-Spieler, der einer sehr ambitionierten Spielerin eine richtige Lektion in Sachen Spielintelligenz gibt. Und mal ganz ehrlich, stell dir mal die Frage, wie oft gehst du in ein Spiel und dein Plan ist im Grunde, okay, Aufschlag und dann muss der Topspin kommen. Das ist so der Standardgedanke, oder? Wir werden heute aber sehen, dass die wirklich gute Taktik oft viel subtiler ist. Es geht nicht immer darum, den Ball am härtesten zu treffen, sondern darum, deinen Gegner genau dorthin zu bringen, wo du ihn haben willst. Unsere Mission heute ist also klar, wir wollen dein taktisches Arsenal mit cleveren, vielleicht auch unerwarteten Strategien erweitern, die du direkt im nächsten Punktspiel ausprobieren kannst. Absolut. Und der Schlüsselbegriff, der im Material immer wieder fällt, ist das Setzen von Fallen. Es geht darum, das Spiel 1 oder 2 Züge vorauszudenken. Das Ziel ist nicht immer der direkte Punktgewinn mit dem dritten Ball nach dem Aufschlag. Vielmehr geht es um die Vorbereitung des dritten oder sogar des 5. Balls. Du willst eine ganz bestimmte Reaktion von deinem Gegner erzwingen, um die Kontrolle über den Ballwechsel zu übernehmen, bevor er überhaupt richtig angefangen hat. Super. Lass uns mal mit einer Situation anfangen, die wahrscheinlich jeder im Verein kennt. Die Spielerin im Video macht ihren Aufschlag und will danach immer sofort mit der Rückhand angreifen. Den Ball direkt anziehen. Aber der Coach stoppt sie. Und seine Begründung ist so simpel wie einleuchtend. Die Gegner legen auf ihre Aufschläge oft kurz zurück. Und einen harten Topspin auf einen kurzen, tiefen Ball mit Unterschnitt zu spielen, das ist extrem riskant. Die Fehlerquote ist einfach riesig. Genau. Und hier wird's spannend, denn das Material definiert den Begriff Aufschlagsangriff komplett neu. Für die meisten heißt das ja Aufschlag-Topspin. Aber der Coach zeigt, der erste Angriff nach dem Aufschlag kann auch ein langer, gezielter Schupfball sein. Er nennt das explizit Serve and Pushing Long. Moment mal. Ein Schupfball als Angriff. Das widerspricht ja allem, was man als Anfänger lernt. Da heißt es doch immer, Schupfen ist passiv, du musst den Ball anziehen, sonst gibst du das Spiel aus der Hand. Ja, das denkt man. Was genau macht diesen Schupfball denn so aggressiv, dass er als Angriff zählt? Ist es nur das Tempo? Schupfball, der lang auf den Ellenbogen oder tief in die Vorhand des Gegners gespielt wird, der zwingt ihn vom Tisch weg. Er kann den Ball nicht mehr kurz halten, er kann ihn nicht mehr aggressiv flippen, er muss einen Schritt zurück machen und entweder selbst schupfen oder einen Not-Topspin spielen. Und genau in dem Moment, indem er diesen Schritt zurück macht, hast du die Kontrolle übernommen. Genau. Du hast den Ballwechsel eröffnet, du diktierst die Position am Tisch. Der Schupfball war also nicht passiv, er war die aktive Vorbereitung für deinen nächsten, viel einfacheren Angriffsschlag. Das leuchtet ein. Man opfert also den sofortigen, aber riskanten Angriff für einen sicheren Eröffnungsschlag, der eine viel höhere Punktwahrscheinlichkeit beim nächsten Ball schafft. Das Material zeigt da ja auch ein tolles Beispiel, das man sofort nachmachen kann. Du machst einen Aufschlag mit starkem Seitenschnitt, sagen wir mal einen Hakenaufschlag. Moment, nur damit wir alle auf dem gleichen Stand sind. Hakenaufschlag, also im Englischen Hook Serve, ist dieser Aufschlag, bei dem du den Ball quasi von außen nach innen einhakst, oft mit einer fast hakenförmigen Armbewegung. Exakt. Und durch diesen Seitenschnitt ist die Wahrscheinlichkeit extrem hoch, dass der Gegner den Ball nur schupfen kann. Statt jetzt krampfhaft zu versuchen, diesen Unterschnittball irgendwie anzuziehen, was ja oft in einem unkontrollierten Schlag endet, schubst du einfach lang und schnell zurück. Du zwingst den Gegner damit zu einer Reaktion, bist aber schon bereit für den Ball, der danach kommt. Der Punkt wird also clever einen Schlag später vorbereitet. Man muss nur die Geduld dafür haben. Und dieses Vorausschauen ist genau das, was der Coach mit Fallen stellen meint. Es geht nicht darum, auf einen zufälligen Fehler des Gegners zu hoffen, sondern ihn aktiv zu einer bestimmten Aktion zu zwingen, auf die du schon lauerst. Okay, dieses Wort Falle ist jetzt schon ein paar Mal gefallen. Lass uns mal das mal richtig auseinandernehmen. Was für Fallen sind das denn konkret? Also, die einfachste und vielleicht genialste ist die Kein-Schnitt-Falle. Du täuschst eine Bewegung an, als würdest du massiven Unterschnitt in den Aufschlag legen. Du gehst tief runter, beschleunigst den Schläger unter den Ball, aber im Treffpunkt nimmst du die Energie raus und schiebst den Ball nur rüber. Fast ohne Schnitt. Genau, fast ohne Schnitt. Dein Gegner im Verein ist aber so darauf konditioniert, auf jeden kurzen Aufschlag Unterschnitt zu erwarten, dass er den Ball falsch einschätzt.
Er will ihn kurz zurücklegen, aber weil der Schnitt fehlt, springt der Ball höher und länger ab. Und genau auf diesen etwas höheren, leeren Ball wartest du, um dann gnadenlos mit einem Flip oder Topspin anzugreifen. Oh, das kenne ich aus eigener Erfahrung nur zu gut. Aber von der anderen Seite, man ist so auf Unterschnitt geeicht, dass man bei einem leeren Ball fast ins Netz schiebt, weil man ihn zu sehr anhebt. Ja, absolut. Eine simple, aber brutal effektive Falle. Und was noch? Dann gibt es die Vorhersagefalle, die auf Mustern basiert. Nach diesem Hakenaufschlag, den wir eben besprochen haben, ist die statistische Wahrscheinlichkeit extrem hoch, dass der Return an eine von zwei bestimmten Stellen kommt. Entweder kurz in die Rückhand oder, weil der Gegner nicht schnell genug nach vorne kommt und den Ball nur noch schieben kann, lang in die Rückhand. Wenn du das weißt, wenn du dieses Muster bei deinem Gegner erkennst, kannst du dich schon in Position bringen, bevor er den Ball überhaupt geschlagen hat. Du antizipierst nicht nur, du weißt es fast. Okay, und die nächste Idee aus dem Material hat mich wirklich umgehauen, weil sie so kontraintuitiv ist. Es geht um eine Falle mit 2 Aufschlägen. Als ich das erste Mal gehört habe, dachte ich, das ist doch viel zu kompliziert und ineffizient. Warum sollte man 2 Aufschläge für eine einzige Angriffschance verschwenden? Weil es darum geht, nicht nur eine gute, sondern eine perfekte Angriffschance zu kreieren. Stell dir das mal bildlich vor. Erster Aufschlag. Du spielst kurz in die Vorhand deines Gegners. Er bewegt sich hin, legt den Ball kurz zurück. Du greifst jetzt bewusst nicht an, du schubst den Ball vielleicht einfach nur zurück, der Ballwechsel ist vorbei. Okay. Direkt danach zweiter Aufschlag. Du spielst wieder kurz an exakt dieselbe Stelle. Und der Coach erklärt im Video, warum dieser zweite Ball plötzlich viel einfacher anzugreifen ist. Und warum? Dein Gegner musste sich nach einem ersten kurzen Return bewegen, um wieder in seine Grundstellung in der Mitte zu kommen. Er musste einen Schritt machen. Beim zweiten, identischen Aufschlag ist er mental und körperlich nicht mehr perfekt positioniert. Vielleicht ist seine Balance leicht gestört, er ist einen Tick überrascht. Sein Return wird eine schlechtere Qualität haben, vielleicht etwas höher, etwas langsamer. Und genau das ist die Chance, auf die du gewartet hast. Wow. Man nutzt also 2 Aufschläge, um eine einzige, aber dafür 100%ige Chance zu schaffen. Das ist Geduld und Taktik auf einem ganz anderen Niveau. Genau. Das ist faszinierend. Man investiert einen ganzen Ballwechsel nur, um den nächsten vorzubereiten. Diese Fallen sind super, aber das ist ja alles noch sehr theoretisch. Gibt es im Material auch ganz konkrete Spielzüge, einen Ablauf, den man im Training einstudieren kann, um das umzusetzen? Schubfens. Du schubst lang und schnell in die Vorhand des Gegners. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Deine unmittelbare Folgebewegung ist nicht in der Mitte zu warten. Du machst sofort einen schnellen Seitwärtsschritt nach links. Im Fachjargon nennt man das einen Half Pivot. Warte mal, Half Pivot, was genau meinst du damit? Ein schneller Seitwärtsschritt, ohne den ganzen Körper rumzureißen? Exakt. Es ist kein voller Pivot, bei dem du dich komplett drehst, um mit der Vorhand aus der Rückhandecke zu spielen. Es ist nur ein schneller Schritt zur Seite, um deine eigene Vorhandseite besser abzudecken. Denn du weißt, nach deinem aggressiven, langen Schupfball ist die wahrscheinlichste Antwort des Gegners ein Topspin auf deine Vorhand. Mit diesem kleinen Schritt bist du schon da und wartest auf den Ball. Du diktierst den Ballwechsel und bist deinem Gegner immer einen Schritt voraus. Und das Material zeigt ja noch eine weitere brillante Sequenz, die darauf aufbaut. Ja, eine, die in 3 Schritten abläuft. Schritt 1, ein schneller Rückhandflip. Das Wichtige dabei ist, der Fokus liegt nicht auf maximaler Rotation, sondern auf Geschwindigkeit und Platzierung entweder genau auf die Mitte des Tisches, den Ellenbogen des Gegners oder scharf die Linie entlang. Okay, also ein Nadelstich. Genau. Schritt 2. Dieser schnelle, unerwartete Ball zwingt den Gegner instinktiv zu einer Reaktion. Er wird einen Schritt zurück machen, um den Ball nur noch blocken oder kontrollieren zu können. Er kann nicht mehr aktiv agieren. Und Schritt 3, der entscheidende Punkt, genau dieser eine Schritt zurück des Gegners gibt dir die entscheidende Zeit und den Raum, dich für deinen nächsten, finalen Schlag zu positionieren. Und das ist dann der starke Vorhand-Topspin. Idealerweise der starke Vorhand-Topspin aus der Rückhandecke, der klassische Pivot-Schlag. Der erste schnelle Flip bereitet also nur den zweiten tödlichen Schlag vor. Das ist ein super Beispiel dafür, wie ein Schlag den nächsten vorbereitet. Aber das ist ja oft das größte Problem in Vereinen. Diese kurzen, ekligen Bälle überhaupt erstmal sicher und gut auf den Tisch zu bekommen. Was sagt der Coach denn zur reinen Technik bei diesen Bällen? Er gibt da ein paar sehr präzise Anweisungen, die Gold wert sind. Die erste und wichtigste:
verlangsamen. Nicht überhasten. Gerade bei Unterschnittbällen hat man oft mehr Zeit, als man denkt. Man sollte eine winzige Pause vor dem Schlag einlegen, um den Ball richtig einzuschätzen und den Körperschwerpunkt tief zu bringen. Nicht aus der Hektik heraus agieren. Okay, und was noch? Ich sehe im Verein oft Leute, die bei diesen halblangen Bällen viel zu nah dran stehen. Genau das ist der zweite Punkt des Coaches und ein extrem häufiger Fehler. Bei halblangen Bällen, die man noch mit Topspin ziehen will, soll man als Rechtshänder mit dem linken Fuß einen kleinen Schritt zurück machen. Das klingt simpel, aber es schafft den nötigen Platz für die Ausholbewegung des Topspins. Man klebt nicht mehr am Ball. Drittens. Mehr auf Rotation als auf pures Tempo achten. Ein Ball mit viel Spin ist für den Gegner viel schwerer zu kontrollieren und gibt dir selbst mehr Sicherheit. Und eine höhere Flugkurve über dem Netz. Richtig. Und zuletzt. Der Körperschwerpunkt muss nach vorne gehen, in den Ball hinein. Nicht auf- und abspringen, wie es viele tun, sondern die Energie aus den Beinen nach vorne in den Schlag übertragen. Wir haben jetzt viel über Taktik und Technik geredet. Aber im Material steckt auch eine Menge zum Thema Kopf. Am Ende entscheidet ja oft die mentale Einstellung, nicht der perfekte Schlag. Und der Coach sagt da etwas sehr Weises zu der Spielerin. Er zieht einen wunderbaren Vergleich zur Schule. Er sagt, du musst nicht in jedem Fach eine 1 haben, um ein guter Schüler zu sein. Übertragen auf Tischtennis bedeutet das, deine Rückhand, dein Aufschlag oder deine Annahme müssen nicht perfekt sein. Sie müssen nur gut genug sein, um ihren Zweck zu erfüllen und nah an deinen Erwartungen zu liegen. Das nimmt so viel Druck raus. Die Vorstellung, dass meine Rückhand, die vielleicht mein schwächerer Schlag ist, nicht den direkten Punkt machen muss. Genau. Ihre Aufgabe ist es vielleicht nur, den Ball sicher im Spiel zu halten, um eine Chance für meine starke Vorhand zu schaffen. Das ist eine komplette Veränderung der Erwartungshaltung. Absolut. Und das führt direkt zum wichtigsten Punkt für den Wettkampf. Sei im Spiel nicht stur. Wenn du krampfhaft versuchst, einen bestimmten Schlag durchzudrücken, obwohl er an diesem Tag einfach nicht funktioniert, werden die einfachen Fehler zunehmen und der Frust steigt. Bei dem Punkt fühle ich mich total ertappt. Jeder kennt das doch. Man hat sich vor dem Spiel vorgenommen, heute ziehe ich die Rückhand die Linie runter. Und nach dem 5. Fehler in Folge probiert man es trotzdem weiter, als ob man den Punkt erzwingen könnte. Ja, genau das. Und am Ende verliert man den Satz nur wegen dieser einen sturen Idee. Exakt. Der Coach sagt ganz klar, je sturer du wirst, desto mehr Fehler machst du. Und dann tritt genau das ein, wovor du am meisten Angst hast. Du verlierst den Satz durch deine eigenen, unnötigen Fehler. Das fasst die Kernaussage perfekt zusammen. Es geht um Anpassungsfähigkeit. Wenn du merkst, der Gegner macht keine einfachen Fehler mehr auf deine Aufschläge, dann ist es an der Zeit für die nächste Stufe der Taktik. Dann geht es nicht mehr darum, ihn zu einem Fehler zu verleiten, sondern ihn zu einem ganz bestimmten Return zu zwingen, den du dann wiederum angreifen kannst. Es ist ein ständiges Spiel von Aktion, Reaktion und Anpassung. Die Falle muss immer wieder neu gestellt werden. Fassen wir das mal zusammen. Wir haben gesehen, dass taktische Intelligenz im Tischtennis, besonders auf unserem Niveau im deutschen Vereinssport, bedeutet, weit über den nächsten Schlag hinauszudenken. Es geht darum, Muster beim Gegner zu erkennen, gezielt Fallen zu stellen und seine Reaktionen zu erzwingen, anstatt sich blind auf die eigene Schlagkraft zu verlassen. Ganz genau. Die zentrale Idee, die du mitnehmen solltest, ist, dass ein kontrollierter, aggressiver Schupfball manchmal ein besserer und klügerer Angriff sein kann als ein risikanter Topspin. Und dass man manchmal 2 Aufschläge braucht, um eine einzige, aber dafür exzellente Angriffschance zu kreieren. Das erfordert Geduld und Spielverständnis. Und die Bereitschaft, vom Standardschema Aufschlag, Topspin, Punkt abzuweichen. Und hier ist ein letzter Gedanke für dich zum Mitnehmen, der direkt auf dem Material aufbaut. Der Coach betont immer wieder, wie wichtig es ist, die Reaktion des Gegners nicht nur zu lesen, sondern aktiv zu erzwingen. Überleg dir also für dein nächstes Training oder das nächste Punktspiel nicht nur, welchen Aufschlag mache ich jetzt? Frag dich stattdessen eine Ebene tiefer. Welchen exakten Return möchte ich von meinem Gegner provozieren? Das verändert die gesamte Herangehensweise an dein Spiel.